Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an die nächsten 72 Stunden, die kollektiven Energien. Am Anschluss dürft ihr noch klein auswählen. Jetzt gucken wir mal, was wir fürs Kollektiv hier kriegen. Welche Botschaft darf ich weitergeben? Im Vertrauen bleiben, Vertrauen aufrechterhalten. Hier gibt es friedliche Lösungen für die Dinge, die uns vielleicht beschäftigen oder im Kopf rumschwirren. Da, wo man auch denkt, könnte vielleicht nicht gut ausgehen. Es ist hier so eine Art Win-Win-Situation. Wow, und die Fülle. Natürlich hier auch friedliche Lösungen im Bereich, das, was jeder selber als Fülle bezeichnet. Hier unten haben wir noch den Erfolg. Was will man mehr, ne? Die Herzensangelegenheiten liegen hier unter dem guten Stern. Der Stern bringt hier den Erfolg sowieso, die Klarheit und das Glück mit in die Legung. Möglicherweise kann das Herz auch aufatmen oder man hat so dieses emotionale Ding, dass man sich friedlich fühlt, dass man sich geliebt fühlt, dass man sich geklärt fühlt. Hier gibt es Nachrichten, Gespräche, Richtungswechsel, Sachen, die man im Kopf bewerkstelligt. Etwas, was die Harmonie auf den Kopf gestellt hat, zeigt sich hier. Also ein Thema jedenfalls, mit dem man ein bisschen Unfrieden hatte. Hier liegt nochmals Frieden schließen, das Abgeben, die Harmonie, die hier reinkommt, die möglicherweise auch mit den Themen innerhalb der Familie zu tun haben kann oder halt auch mit so Glaubenssätzen, die mit dem Punkt Vertrauen einhergehen. Die Sonne. Hier liegt sogar ein bisschen sowas wie ein Hochgefühl. Ne? Hier geht die Sonne auf, die Dinge werden klar. Man hat so auch dieses Gefühl, man wäre geöffnet oder man kann sich wieder weiten und ausdehnen und manchmal ist es so, dass man, wenn Dinge in der Vergangenheit ganz gut gelaufen sind, an diese anknüpfen kann, um wieder in die Positivität zu kommen, im Vertrauen zu bleiben. Hier können Mauern einfallen auch, ne? Hier ist zum Beispiel auch die Möglichkeit für alles, was ihr mit den Ämtern oder Behörden habt, dass da eine gute Energie reinkommt, eine gute Nachricht, eine Möglichkeit auf dem selbstständigen Bereich irgendwie was Gutes auf den Weg zu bringen oder zu lösen, möglicherweise auch trennende Situationen hinter sich zu lassen, die aus dem Bereich der Liebe kommen. Hier haben wir die Wege, die Chancen, die Möglichkeiten, etwas zu verändern. Die Weggabelung an sich liegt hier sogar in unserem eigenen Haus drin. Wenn irgendetwas für euch oder gegen euch entschieden werden soll oder überhaupt entschieden werden muss, dann haben wir hier die friedliche Lösung dabei. Ne?
schnelle Ereignisse, Sachen, die sich minimalisieren lassen. Die Sense bringt zwar eine Gefahr mit, aber sie bringt natürlich auch die Ernte ein. Die Ernte ist hier eher zu sehen, denn die Sense haut hier aus dem Blatt raus. Das können auch ganz schnelle Kurskorrekturen sein. Jedenfalls bringt es die Energie mit der Erleichterung oder dieses, ich minimalisiere was. Für einige kann es damit zu tun haben, dass es aus dem Arbeitsbereich kommt, dem beruflichen Umfeld oder an den Themen, denen ihr gearbeitet habt. Hier geht es verstärkt an die Ämter der Arbeit oder auch an die Selbstständigen. Möglicherweise findet man hier einen anderen Weg oder hat eine zündende Idee. Man lässt etwas los, was einen sehr begrenzt hat. Stabilität. Guckt mal, und hier mit dem Storch haben wir an sich die guten Veränderungen. Das ist eine sehr schöne Legung. Wir haben hier tatsächlich, dass die Dinge geklärt werden, unter einem guten Stern stehen. Auch die Angelegenheiten, die euch wichtig sind oder waren, ne? Das ist ja für jeden was anderes. Und hier ist es auch so, dass du zum Beispiel in der Vergangenheit schon weiter im Vertrauen geblieben bist. Und dieses Vertrauen in die Dinge zahlt sich hier aus. Es kann hier im Wesentlichen auch um eine Situation eurer Kinder gehen, eurer Tiere zum Beispiel auch, ja? Oder dass ihr irgendwie im beruflichen Bereich einen Impuls kriegt, wie ihr hier mit jemandem zusammen was auf die Beine stellen könnt. Für andere kann es auch sein, dass sie sich vielleicht von jemandem trennen, um dann wieder in der Fülle zu sein, im beruflichen Bereich oder im freundschaftlichen Bereich. Ich sehe, dass es hier wichtig ist, dass man sich selbst treu bleibt, das Feld auch neu ausrichtet für Menschen, die gute Energie mitbringen. Ja, Frieden schließen, friedliche Lösung. Möglicherweise ist es ein neuer Weg, der erfordert, dass man Stück für Stück weitergeht, dass man nicht diesen ganzen Berg vor sich hat, sondern eher dieses ich erkenne die Schritte, die ich gehen möchte, die mich persönlich in einen Frieden bringen, die mich Frieden schließen lassen mit allem, was war, was auch an Verletzungen mitschwingt. Hier kommt das Thema Sicherheit mit. Wunderbar. Und guckt mal. Unten haben wir noch den Pfirsichbaum, die Erfüllung, die Fülle. Diese Höhlen, das sind ja auch immer so Plätze, wo man Sicherheit sucht, ne? Und die Karte sagt einfach, was auch immer gerade im Leben geschieht, du bist in guten Händen. Von oben und auch unterstützt vom Außen. Man kann jetzt sich mehr entspannen, es kommt Entspannung rein. Und wenn du dir hier sicher bist, dass du alles sichergestellt hast, was du machen kannst, dann entspanne dich, ne? Dann gib die Kontrolle ab, lasse los. Mach einen Schnitt an irgendwas, mach einen Knopf dran. Hier geht es auch darum, nicht übervorsichtig zu sein, sondern so im normalen Vertrauen eben, dass dieser Pfirsichbaum dir die volle Frucht mitbringt. Ja, ist ein ganz klares Ergebnis und das nochmal 2, die Fülle steht einfach bevor. Die Erfüllung, die Ernte, die Üppigkeit. Man kann sich mal so richtig selig fühlen. Ja. Ist auch ein Hinweis, das Leben zu pflegen, die Dinge, die einen erfüllen, die Menschen, die Sachen, die man unternimmt. Und
abzulassen von Energien, die nicht stärkend sind. Ist auch so ein bisschen genesende Energie auf der Vitalität. Ein neues Projekt kann beginnen, das jetzt hier so auch unter dem guten Stern des Doppelsichjahr die Erlegung steht und das hier einfach gute Früchte mitbringt. Sehr spannend und nach so einer langen Durststrecke auch wieder energiespendend für alle. So, hier haben wir noch den Koala. Hier wird aus viel weniger, so dass man sich tatsächlich minimieren kann, dass man im Schlaf regeneriert, dass das Gleichgewicht wieder zurückkommt und ja, dass man sich auch ausbalanciert fühlt. Der Koala sagt auch, manche Dinge, die passieren über Nacht oder die erledigen sich im Schlaf. Entspanne mehr, vermeide Stress, sei mehr im Vertrauen in die Welt und in dich. Das hier ist ein Prozess, wenn wir den empfangen, dann haben wir uns so diesen Urlaub verdient, der nach der Anspannung kommt. Wir können uns in unser Revier zurückziehen, auf unsere wichtigen Dinge besinnen, Pause machen, uns auch auf nur wenig Sachen konzentrieren, Ruhemöglichkeiten finden, in denen wir auftanken. Und hier kriegen wir halt auch mit, in der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Manchmal, wenn die Zeit eine Rolle spielt, denken wir ja oft, ich halte es nicht mehr aus, es muss alles schneller gehen. Man neigt dann dazu, immer noch mehr zu machen und noch mehr. Und die Verirrungen werden immer größer. Und wenn du hier ausgeglichen bist und im Vertrauen, dann kann hier sehr Gutes passieren. Es freut mich. Ich hoffe, ich bin dabei. Und ihr natürlich alle auch. Jetzt lassen wir das so stehen. Ihr könnt noch dranbleiben für einen kleinen Impuls. Ich drücke euch bis bald. Ja, hier bin ich wieder und ich hoffe natürlich, es geht so positiv weiter mit den Auswahlstapeln. Das nehmen wir doch gerne an. So. Dann nehmen wir noch einen Engel und dann dürft ihr wählen. Ja, wenn ich es nur wüsste. Ich nehme rechts. So, Musik zur Manifestation. Das ist natürlich was für mich sehr gut passt, denn ich bin über Musik sehr erreichbar. Auch in der Emotion ist einfach die Schwingung, die auch angeregt wird. Und wenn man summt oder singt oder selber musiziert und dabei an seine Wünsche denkt, haben die beste Qualitäten, um umgesetzt zu werden. Wir haben die Zeit der stillen Einkehr. Hier darf man sich klären, zur Ruhe kommen und möglicherweise sind hier Menschen, die noch nicht im Leben sind, die hier angekündigt werden. Es kann jetzt um eine Beziehung gehen. Hier steht jetzt Seelenpartnerbeziehung. Jemand, der dir auf jeden Fall sehr wichtig sein wird und jemand, der Grundlagen mitbringt,
für uns. In der Mitte lag ja auch die Liebe drin. Ne? Vielleicht macht man das Herz wieder auf für irgendjemanden. Man überlegt sich, was man wirklich möchte. Kinder können hier ein Thema sein. Die Verbindung zu Kindern ist ja auch ein Teil der Lebensaufgabe oder des Lebenssinnes. Kann natürlich ja auch sein, jemand Jüngeres oder jemand, der Kinder hat, betritt dein Leben. Selbstliebe und Grenzen setzen, das passt wunderbar. Hier muss man verstärkt wieder bei sich ankommen, ne? Und nicht nur versuchen, die Mühle weiter zu treten und hier ist Rückzug erlaubt. Man tut es für sich selber und man heilt damit auch sein inneres Kind. Wie viele von uns haben diese Glaubenssätze als Kinder gekriegt? Sie müssen alles machen, was die anderen wollen. Ne? So was alles kann das sein. Wir haben den Engel der Gesundheit. Hier geht es um die Achtsamkeit für den Bereich der Vitalität. Seelisches Gleichgewicht. Das Stärken auch von seelischem Gleichgewicht hier durch Grenzen setzen. Ja, hier ist sehr viel Innenschau. Hier ist man mit sich zufrieden. Man braucht auch eine Zeit, in der man sich klärt oder die man nur für sich nutzt. Und dann ist man hier auch psychisch entspannter und physisch stabiler. Der Bienenfresser. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir. Nimm sie wahr, sie sind da, entspanne dich, das Leben trägt dich. Also hier kann man sich sehr rausnehmen, hier kommt irgendwie eine genesende Energie, eine genesende Phase. Schauen wir uns die andere Seite an. Oh, schön, ihr wünscht ja was. Ihr dürft euch was wünschen. Hier ist ein magischer Augenblick für euch. Die Wünsche-Energie ist sehr hoch. Im anderen Stapel waren es ja die Manifestationen. Und hier darf man auch den Wünschen zugucken, wie sie sich verwirklichen. Hier ist die Energie der Freude. Ne? Die erzeugt Wunder, die nimmt andere mit, die macht die Schwingung ganz anders. Und hier hast du Synchronizitäten, die verstärkt in dein Umfeld kommen. Man beantwortet durch Synchronizitäten deine Fragen oder deine Gebete. Und hier ist sehr viel Achtsamkeit da drauf auch. Ihr habt den Löwenzahn mit der Natur verbunden. Also auch dieses Ding, dass man rausgeht, dass man sich erdet, dass man sich inspirieren lässt, dass man sich den Kreislauf der Natur anguckt, dass man gute Energie aufnimmt. Und hier habt ihr noch die Pusteblume, ne? Sozusagen könnt ihr stark geerdet eure Samen aussehen. Und auch hier, Ruhe scheint in dieser Legung ein großes Kraftpotenzial zu haben. Ihr habt den Engel der Ruhe dabei. Nehmt euch Zeit für euch und euren Seelenfrieden. Sorgt für Momente, die euch Glück bringen. Geht an stille Orte, atmet tief und bewusst ein, sodass sich die Ruhe auch ausbreiten kann. Wow, ihr habt zwei Vögelchen. Den Zaunkönig. Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente und den Wiedehopf. Guckt euch die Karte mal an. Wahnsinn, ne? Ich bin ein Botschafter guter Nachrichten. Ich helfe dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich bringe dir auch Intuition, Inspiration, Kunst und Kreativität. Ihr Lieben, habt schöne nächsten 3 Tage. Ich drücke euch bis bald.